3D abbauen. So, was wollen wir denn gucken? Ja, das Kabel ist blöderweise zu kurz. Ach schön, die Positionen sind vertauscht. So blöd. Schönes Kino. Bin ich mal gespannt. Jo, dann packen wir einen neuen Projektor aus. Das ist übrigens 2K-Projektor, nicht 4K. Das macht aber nichts, das Bild ist wunderbar. So, das ist unser Christi AMB Server. Tada. Jetzt müssen wir Strom anschließen. So ungefähr. Das wird uns bestimmt reichen. So ungefähr. Ich nehme diese Kabelschuhe. So, jetzt Touchpanel anschließen. Wie sagt man? Komfortabel. Ja. Da sagt man tatsächlich so. Komfortabel. Nee. 3D abbauen. Ach Leute. Das ist ganz schön enge hier. So ist fest. Bevor ich irgendwas mache, dann spiele ich immer meine Testquelle auf. Just. Jetzt können wir den Kaffee trinken. Optik müssen wir auch eintragen und die kalibrieren. Ja, wir werden später alles schön machen. Erstmal ganz grob. Jetzt anschließen, das ist unser Content runterzuladen. So, ich habe diese Aluschienen für 3D ein bisschen tiefer setzen müssen, weil 3D war zu hoch. Jetzt sollte alles richtig sein. So, schmeißen wir den Laser gleich mal an und gucken wir uns das Bild an. Mal sehen, wie das aussieht. Bin ich mal gespannt. Hier haben wir ein paar Testbilder. So, was wollen wir denn gucken? Am Scope-Bild. So. Dann kalibriere ich mal die Optik. Auto-Calibrate. So, heute ist Tag 2 und der Projektor läuft, alles gut. Jetzt habe ich vor, die gleichmäßige Schärfe einzustellen. Da muss man beim Objektiv, also Lens Mount, ein bisschen korrigieren. Wir haben hier ein paar Schrauben, da oben und hier seitlich und auf der anderen Seite auch noch eine Schraube. Und das ist meine hochpräzise 2 Megapixel Kamera. Dann können wir das gleich sehen, was auf der Leinwand passiert. Das ist oben rechts nicht so scharf wie die rechte Seite. Ich schraube nur 3. Das ist wesentlich besser geworden. Ziemlich scharf, ja.
Vielleicht noch Konvergenz ein bisschen anpassen. Zu sehen, sehr schön, ja. So, jetzt schmeißen wir Konvergenztesttabelle an. Da sind die Einstellschrauben. Ja. So, Konvergenz ist super, da muss man gar nichts mehr machen, ist einwandfrei. Ich habe schon ganz grob die Kabel verlegt und jetzt muss ich noch 3D wieder aufbauen, weil ich schon, würde ich sagen, final die Bilder eingestellt habe. Also wieder Schienen montieren und da das 3D draufsetzen. So ungefähr. Jetzt können wir gleich die 3-Kanäle checken, ob das 3D auch in 2D-Position fährt und 3D auch. Und jetzt geht's weiter. Ja, das Kabel ist blöderweise zu kurz, weil ja, alle Projektoren haben alle Anschlüsse auf der anderen Seite. Ja, hier ist nicht der Fall. Ach schön, die Positionen sind vertauscht. Dann müssen wir das in DevQ die Position ändern. 2D-Position bei 3D-System. Und wir versuchen es zu wechseln auf normal. Das wird. Das 3D fährt vor. Jetzt scheint alles richtig zu sein. Sehr gut. Starten wir etwas in 3D. Aha, wir müssen das ganze System ein bisschen nach links schieben. Ich habe ein Scope-Bild rein, deswegen lieber etwas im Scope projizieren. So ungefähr sind wir richtig. Das ist sehr schön. So. Okay, den 3D-Bilder aufsetzen. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Also 3D ist vollkommen in Ordnung. Das macht keinen Sinn, wenn ich dann so mache. Das bringt nichts, das muss man mit 2 Augen vor Ort anschauen. 3D funktioniert, Ton ist da, Bild ist gut, noch Farbmessung und ja, ein bisschen schön machen im Vorführraum. Perfekto. Left, center, right, right surround, back surround right, back surround left, left surround. Also im Saal sind wir schon fertig. 3D, Ton, alles da, alles super. Bild ist geil. Es freut mich wahnsinnig. Jetzt müssen wir ein bisschen im Vorführraum alles aufräumen und dann kommen morgen die Gäste. Schönes Kino. Dann können wir schon aus dem Saal verschwinden. Können wir für heute aufbrechen und morgen machen wir alles schön und sauber im Vorführraum. Jo, die Farben sind gemessen. Ich habe, bevor ich sogar die Farben gemessen habe, ich habe 3D-Scheibe geputzt. Das ist alles tipptopp. Jetzt müssen wir alles so schön wie es möglich alles befestigen, die Kabel. Das
wird nicht so ganz ideal sein, aber ich werde mich bemühen. Ich benutze gerne so einen NC-Schlauch dafür. Das sieht ein bisschen ordentlicher aus. Ich hoffe, in einem Monat kommt keiner auf die Idee, noch ein zusätzliches Kabel zu verlegen. Das wird schwierig. Ich habe meine Kniepzange verloren, deswegen muss ich mit großen Seitenschneider mit Kabelbinde abknipsen. Und jedes Mal, wenn ich das mache, ich mache das alles fertig und dann in 30 Minuten stelle ich fest, ich habe ein Kabel vergessen, da reinzuziehen. So blöd. Das ist, meine Freunde, eine feste Installation. Ja? Eigentlich muss niemand dran innerhalb von 5 Jahren rankommen. Deswegen machen wir das so. Liebe Freunde, danke, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.